Die Top 10 Herrendüfte 2025 bei Douglas oder von Douglas. Die möchte ich euch heute mal vorstellen. Ich hatte ja letztens von Notino die gezeigt. Schaut auch gern mal rein. Ich habe hier wieder meinen Laptop. Ich werde die Düfte einblenden. Ich werde einige davon auch wirklich selber haben. Aber dadurch, dass ich den Laptop in der Hand habe, um zu schauen, wie die oder welche dort in den Top 10 sind, werde ich sie heute mal einblenden und nicht als Flakon zeigen. Ja, mein Name ist Dennis und wir gehen gleich mal rein. Wir fangen gleich mal mit Jil Sander Sunman ein. Kommt einem bekannt vor. War, glaube ich, bei Notino auch. Ja, da könnt ihr mal sehen und ihr werdet auch, es ist wieder das, was ich schon beim Notino-Video gesagt habe. Ihr werdet euch überrascht fühlen, was dort in den Top 10 ist, oder vielleicht wird es euch auch irgendwann nicht mehr überraschen, weil es einfach so, der Autonormalverbraucher ist einfach so, dass er kauft einfach andere Düfte als diese hier. Ja, Jil Sander Sunman für mich, ich muss schon sagen, immer noch der beste Beach-Duft, und ich glaube, da wird sich auch nichts mehr dran ändern, weil dieses Feeling Strand, Sonne, Sonnencreme, auch wenn Sonnencreme nicht gut ist, das ist schon sehr, sehr nice. Und ich muss schon sagen, der hat einfach dieses Feeling Sommer von allerfeinsten, absolut perfekt. Habe ich auch in 200 ml, schöne, großer Flakon mit. Ja, ihr braucht einfach so viel. Nicht, weil er nicht so lange hält, sondern weil es einfach ein Duft ist. Ja, den muss man einfach haben. Den muss man eigentlich immer am Start haben. Den muss man vor allen Dingen im Sommer im Start haben. Ja, der ist auf jeden Fall dabei. So, dann gehen wir mal hoch zu Platz 9. Und das ist, ja, Stronger With You, aber das Eau de Toilette. Ja, Stronger With You, das ist ein sehr süßer Duft. Kastanie, Karamell, all irgendwie sowas. Ich finde, ich habe vor 1,5 Wochen noch, wo ich das Notino-Video rausgebracht habe, habe ich gesagt, komme ich so schwer gegen an. Ich habe danach komischerweise, wahrscheinlich hat das Video mich so ein bisschen darauf gebracht, Stronger With You mal nach langem wieder zu tragen. Und es war schon nice, ne? Also, aber ich habe das intensely getragen. Hier reden wir von Eau de Toilette und dementsprechend, ja, müsst ihr mal sehen, welchen Duft ihr so tragt, aber es ist grundsätzlich ein süßer Duft, wo es für mich ein bisschen zu viel Flenker gibt, ein bisschen anstrengend. Es hätten ja auch 1, 2, 3 gereicht von dieser Reihe, aber man riecht es sehr extrem draußen, auch haben viele. So, Platz 8 ist der Ambassador von Gisada Ambassador, das Eau de Parfum. Ja, ist natürlich auch hier, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, ein sehr süßer Duft, den habe ich auch, ja. Ist eigentlich ein sehr cooler Date-Duft. Ich muss sagen, ich habe ihn zu selten getragen, aber der kommt schon zu der Zeit, wo er vor allen Dingen erschienen ist er sehr, sehr gut angekommen. Und man kann das machen. Man kann das machen. Und ich bin jetzt nicht so hinter dieser. Also es gibt ja mehrere Flenker inzwischen. Ich bin da jetzt nicht so hinterher. Muss ich auch nicht. Aber es reicht ja. Er ist in den Top 10 bei Douglas. Und das ist ja die Hauptsache. Und deswegen, ja, ich kann zu Gisada Ambassador nicht so viel sagen. Insgesamt nicht so viel sagen. Wie gesagt, zu den anderen Flenker. Aber das Eau de Parfum ist auf jeden Fall in den Top 10. So, und jetzt steht hier nur Job. Gut, hier sind keine Bilder tatsächlich. Job wird aber Job Om sein, da brauche ich nicht drüber reden, da wollen wir nicht dazu philosophieren drüber. Job Om, Kirsche, also inzwischen süße Kirsche. Und ja, ich weiß nicht, warum sich hier gerade bei den Duft, also ich gehe von aus, das kann nur der Job Om sein, weil der ist auch bei Notino natürlich dabei und der wird überall dabei sein. Das ist einfach der Klassiker. Und sie werden ja, auch wenn die anderen Job Wow auch noch da sind, aber es wird einfach der normale Job sein, Job Om. Und das ist natürlich, geht jetzt mal los, holt euch den, weil die Jugend da draußen, vor allen Dingen die Damen, wenn ihr einen süßen Duft haben wollt, also Jungs, holt euch Job Om, weil die Damenwelt wird den wahrscheinlich gar nicht mehr kennen und er funktioniert, auch wenn er nicht mehr so ist wie früher, aber trotzdem ist er immer noch stark. Synthetische Kirsche, aber schon nice, aber eine andere Kirsche, ne? Stellt euch das ist noch mit Patchouli, Vanille, es ist einfach so ein bisschen anders. Stellt euch nicht so einen typischen, was wir hier so kennt, Kirschduft vor, das nicht, ne? Aber so richtig der Clubbanger früher gewesen, ja. Ist einfach so. So, jetzt kommt der nächste, Paco Rabanne 1 Million. Auch den hatten wir bei Notino. Da ist so dieses Ding, mich wundert immer, dass der noch so funktioniert, weil dort gibt es Ableger,
die inzwischen meiner Meinung nach besser sind. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich finde diese Ableger von 1 Million, da gibt es einige, sag ich mal, besser, weil ich finde, dass der aktuelle 1 Million, das Eau de Toilette, auch nicht mehr so, also früher, ich hatte den ganzen, wo er rausgekommen ist, hatte ich den auch. Und das war natürlich ein Monster. Es war ein Monster, das ist definitiv also da kann ich wirklich sagen, es ist definitiv nicht ansatzweise mehr so stark. Ich habe früher mal, das ist inzwischen allerdings auch schon 4 Jahre her, ich habe mal einen Test gemacht, ins Wettbüro gegangen, da wurde noch geraucht. Ich habe 15 1 Million Sprüher drauf gehabt. Kein Mensch, ist natürlich jetzt, ihr müsst jetzt ein bisschen Abstriche machen, im Wettbüro tragen viele auch, ne? Aber normalerweise wird man dort immer angesprochen und ich war ja nicht nur im Wettbüro an den Tag und ich weiß noch, 15 oder über 15 Sprüher, das hat kein Mensch wirklich interessiert und die Leute oder meine Leute, die wissen das schon und fragen immer und sagen, egal wie viel und egal ob sie den kennen, sie sagen es einfach, aber da kam nichts und daran er ist extrem verwässert worden. Ich weiß nicht, wie das in der 2025er Version ist, aber zu der Zeit, ich habe die noch, ich weiß nicht mehr, von wann meiner aktuell ist, aber auch es geht. Aber das Parfüm, also die Parfüm-Variante, die Elixier-Variante von 1 Million, kommt eigentlich viel besser an und hat auf jeden Fall Dampf. So, und jetzt kommen wir wieder ja, bei Notino war das Eau de Toilette am Start, sorry. Hier haben wir das Eau de Parfüm am Start, Versace Eros. Ja, ich finde, aber hier muss man sagen, ich bin ja immer, ihr kennt mich ja, ich finde, ich brauche dieses Zwischending nicht. Wenn man das Eau de Toilette hat und das Parfüm, dann brauche ich das Eau de Parfüm meistens nicht, weil meistens ist es ein Ableger von beiden. Und wozu denn, wenn man die anderen auch hat? Deswegen reicht immer das Eau de Toilette und für mich das Parfüm. Das ist wie beim Bleu de Chanel, da habe ich auch nur das Eau de Toilette und das Parfüm. Weil dieses Eau de Parfüm brauche ich nicht. Das ist ein Zwischending zwischen beiden und was soll ich damit? Deswegen, und ja, man kann das machen, aber ja, gehen wir mal davon aus, wollte ich schon wieder 1 Million sagen, nein, natürlich Versace Eros. Es ist natürlich ein Duft, der funktioniert, Vanille, 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 dazu ein bisschen zitrisch, aber extremer Vanilleduft. Auch einer, der natürlich sehr gut ankommt, Vanille und so weiter und ja, muss man mögen. So, dann kommen wir zu Platz 5, das war bei Notino auf Platz 1. Und das ist Hugo Boss Bottle. Ja, aber das ist auch ein Duft. Der Apfelstrudel, der günstige Apfelstrudel in Anführungsstrichen. Es ist ein Duft. Apfelstrudel ist vielleicht ein bisschen zu übertrieben, aber ihr habt ja diesen Apfel-Vanille-Style. Und ich finde, ja, dieser grüne Apfel und diese DNA, die wird immer funktionieren. Die wird immer, solange es Düfte gibt, wird, glaube ich, wenn Boss das nicht einstellen würde oder dann wird Boss Bottle immer noch geil funktionieren. Ist einfach so. Es ist ein Duft, der auch immer gut ankommt, aber der funktioniert auch überall. Im Büro. Ihr könnt auf Geburtstage gehen. Ihr könnt, egal was ihr macht, dieser Duft, oder ihr könnt den überall benutzen. Deswegen ganz klar, also der ist für mich, sage ich immer ganz klar, wirklich Top 10, ist wirklich so. Wenn es vor allen Dingen um Designer geht. Hier sind übrigens gleich vorweg nur Designer drin. Ja. So, der nächste ist Terre de la Messe. Ja. Das ist es ist schon ein schöner Duft, den habe ich, da ist nur noch ich glaube, ein ml drin. Das ist natürlich ein maskuliner, holziger, männlicher Duft. Den sehe ich immer so an Herren, die auch sogar einen Jaguar vielleicht fahren. Man muss keinen Jaguar fahren und man muss auch nicht ein Jackett tragen. Aber ich sehe das so immer so. Es ist ein sehr, sehr zitrischer, holziger Abgang, so richtig schön maskulin. Sehr schöner Duft. Und der war bei Notino nicht drin. Aber ich habe ja fast gedacht, dass der bei Douglas mit drin ist, bevor ich die Liste gesehen habe. Aber er ist auch wirklich gut und passt, ja, ganz klar. Ja, und dann kommt Jean-Paul Gaultier Le Male. Ja, der Kaugummi-Style, der Matrose, der muss auch hier rein. Der war auch bei Notino. Natürlich ist das so, dass dieser Duft auch wie Job Homme, wie Eros und auch wie 1 Million einfach ein Banger ist für die Discos, für die, keine Ahnung, es ist einfach ein Duft zum Auffallen.
Ne, nehmen wir mal 1 Million, das, was ich erzählt habe, kommt darauf an, wie die aktuelle Version ist. Aber ein Limal fällt auch auf. Viele meinen, der ist nicht so stark, doch der ist stark. Ich muss das jetzt immer wieder erwähnen, das erwähne ich seit Jahren, auch die aktuelle Version. Ich habe das immer wieder, dass ich so viele Leute sehe, die in der Tankstelle zum Beispiel reingehen, die ganze Tankstelle riecht. Oder in Einkaufsladen, die werden nicht eine Vintage-Version haben. Also die werden die aktuelle Version haben. Es ist einfach Fakt. Manchmal, oder einmal habe ich sogar gefragt, es war einfach eine neue Version. Dieser Duft strahlt extrem stark aus, Limal, immer noch. Also Vorsicht, ja, es ist doof oder es ist beschissen, wenn man das nicht selber so immer riecht. Das hat dieser Duft leider an sich. Aber Anne, Vorsicht, nehmt euch extrem wahr. Aber ein Klassiker. Ja. Und sogar Platz 2 gewesen. Sorry. Der war Hugo auf 4. Sorry. Auf jeden Fall Platz 1. Oh, da kommen wir. Oh ja, das ist sehr interessant. Das habe ich überlesen. Stronger with You Intensely. Ja, dann können wir das zumachen. Also, der Stronger with You, Mann, was ist denn heute los? Stronger with You Intensely ist auf 1. Wir haben zweimal Stronger with You bei Douglas. Das Eau de Parfum und das einmal das Intensely, was ich letztens auch getragen habe. Das ist natürlich für mich auch der beste. Und ich muss sagen, ich finde, da ist das alles, dieses Süße, alles, was da zusammenkommt, ist da am besten ausbalanciert, finde ich. Der Intensely, ich habe jetzt die erste Auflage. Ich weiß nicht, ob der inzwischen reformuliert worden ist. Könnt ihr mal bitte unterschreiben. Ich wurde letztens auch, glaube ich, gefragt. Ich kann auch nicht immer wissen oder wenig wissen, ob immer irgendein Duft reformuliert worden ist, sei denn, es wurde richtig angesagt. Aber ich weiß nicht, ob das Intensely reformuliert worden ist. Ich glaube natürlich durch Batches und Batches wird das jedes Jahr anders. Ich denke auch, dass der anders ist als die Erstauflage. Also ihr könnt mal davon ausgehen, auch da wurde bestimmt irgendetwas gemacht. Ob das natürlich im negativen ist, im negativen Sinne ist, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall Stronger with You ist die beste Variante. Mich wundert, dass das Eau de Toilette in den Top 10 ist, weil das Intensely schon sehr nice ist. Obwohl eigentlich wundert es mich nicht, weil ihr seht ja, was da drin ist. Und das waren die Top 10 Douglas Düfte 2025. Ihr könnt ja mal unterschreiben, was ihr davon haltet, und findet ihr, dass diese Version, also diese Top 10 von Douglas besser ist als die von Notino. Also schaut nochmal dieses Video an und dann könnt ihr ein bisschen vergleichen. Also schreibt mal runter, was haltet ihr davon? Und ich find's geil, muss man sagen, dass die Designer, die ja neben den ganzen Nischen, was ja im Moment in ist, weil die Leute, vor allem die Jugend, oh ja, ich bin was Besseres, ich trage einen 400-Euro-Duft, etc. pp. Ich liebe auch Nischendüfte, also nicht wieder gleich Angst kriegen, aber es ist nicht der heilige Gral immer und es ist auch nicht nur das Einzige, weil Designer werden trotzdem immer überleben. Ich habe zwischendurch mal gedacht, es könnte gefährlich werden, weil die Preise ein bisschen zu hoch gehen, und für Designer, das Problem bei Designern ist, im Moment immer noch, manchmal kommt jetzt was dazwischen, aber ihnen fällt nichts Neues ein. Hier manchmal natürlich auch nicht. Es ist natürlich klar, dafür gibt es viel zu viel Düfte. Und meinen ersten Duft, den ich aufgesprüht habe, war 1987 ungefähr. Ich mache das auch schon eine ganze Weile. Und natürlich, ich habe auch schon, ich kenne jeden Duft, eigentlich irgendwas habe ich immer schon mal gerochen. Es ist also nichts Neues, wenn viele sagen, und da kommt ein neuer Duft raus, wenn viele Marken, ja, für die Leute, die noch jung sind, das habt ihr noch nicht so gerochen. Doch, ich habe es in den 90ern irgendwo schon mal gerochen. Irgendwo ist immer so ein bisschen, was ganz Eigenes zu kreieren, es wird sehr, sehr schwer. Es wird auch nicht, aber ich hoffe, dass im Designerbereich das alles noch mal ein bisschen wieder, die müssen sich mal mehr trauen und vor allen Dingen mal neue Ideen haben und nicht Flanker, weil das nervt. So, Grüße gehen raus an meine Mitglieder, Grüße gehen raus an euch alle. Schön, dass ihr dabei seid. Lasst gern einen Daumen nach oben und ein Like da und abonniert meinen Kanal. Das würde mich natürlich freuen. Nicht vergessen, dann bin ich raus und mal sehen, welche Charts als nächstes kommen. Also bis zum nächsten Mal.